Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Perfect Green. Und ihr seht es vielleicht im Hintergrund. Heute geht es um das Thema Pilze. Auch ich habe Pilze in meinem Rasen. Wie erwähnt, geht es heute um Pilze im Rasen. Und dieses Thema ist wahnsinnig komplex. Da schreiben manche eine Doktorarbeit darüber. Und da ich mich auch nicht so mega gut auskenne, versuche ich das Ganze mal etwas zusammenzufassen. Für euch Hausrasenbesitzer wird es vermutlich sehr interessant, denn es gibt gute und es gibt schlechte Pilze im Rasen. Ihr habt es richtig gehört, es gibt auch gute Pilze und dabei meine ich nicht die zum Essen, sondern gute Pilze für den Rasen. Zum Beispiel die Mykorrhiza-Pilze, die sind sehr wichtig und wahnsinnig gut für den Rasen, für jede Pflanze, denn der Mykorrhiza-Pilz, der geht eine Symbiose mit der Pflanze ein und somit haben beide was davon. Der Pilz sorgt dafür, dass die Wurzel vergrößert wird, dass das Wurzelgeflecht vergrößert wird und somit die Nährstoffe vom Boden besser aufgenommen werden können, vor allem Phosphor. Phosphor haben wir in Deutschland sehr viel im Boden, jedoch ist dieser meistens nicht verfügbar für die Wurzeln und da kann ein Mykorrhiza-Pilz sehr gut helfen. Wiederum bekommt dieser Pilz durch die Pflanze die Photosynthese ab und kann somit leben. Das bedeutet, beide gehen eine Symbiose ein, der eine hilft dem anderen. Doch es gibt auch noch schlechte Pilze und die wollen wir definitiv nicht im Rasen haben. Kommen wir zu den schlechten Pilzen im Rasen, die wir definitiv nicht haben wollen. Und diese verursachen auch Krankheiten, wie zum Beispiel Rotspitzigkeit, Dollarspot oder Schneeschimmel, die zum Glück aber nur das Blatt befallen. Hier unterscheidet man auch zwischen Blattbefall oder Wurzelbefall. Und diese zum Beispiel 3 genannten Krankheiten, Dollarspot, die werden hauptsächlich in warmen Temperaturperioden verursacht, wenn es relativ warm ist und eventuell feucht ist, wenn es abends regnet oder ihr vielleicht auch falsch bewässert, ihr abends bewässert und nicht morgens bewässert. Dann entstehen die Dollarspots, die Dollarfleckenkrankheit. Und die seht ihr zum Beispiel morgens, wenn Tau drauf liegt. Die sehen aus wie so kleine Spinnennetze, die sich schön als Geflecht über euren Rasen drüber legen. Das sind auch Pilze, wie gesagt, verursachen die dann eine Krankheit. Da müsst ihr auch aufpassen bei der Dollarfleckenkrankheit, dass diese Pilzkrankheit nicht weiter verbreitet wird durch Mähroboter oder durchs Betreten. Dann habt ihr auch andere Stellen, die davon betroffen sind. Dann gibt es, wie erwähnt, Schneeschimmel, das sind auch Pilze. Das entsteht zum Beispiel dann im Winter oder im frühen Frühjahr, wenn Schnee auf den nicht gefrorenen Rasen fällt. Dann entsteht ein Mikroklima zwischen warm und kalt, wo diese Pilze ideal gedeihen und den Rasen dann kaputt machen. Und genauso gibt es dann zum Beispiel auch noch eine Krankheit wie Rotspitzigkeit. Das ist auch ein Pilz. Dieser verursacht dann auch richtig hässliche Flecken im Rasen. Das ist aber meistens mit einer sehr guten und ausgewogenen NPK-Düngung wieder erledigt. Und so könnt ihr eigentlich die meisten harmlosen Pilzkrankheiten relativ schnell und einfach behandeln. Aber es gibt natürlich auch noch sehr hartnäckige und vor allem extrem gefährliche Krankheiten, die dann auch, wie gesagt, die Wurzel befallen, Wurzelfäule zum Beispiel. Und das ist dann gar nicht so toll. Das entsteht meistens beim Staunässebereich oder wenn ihr einen Rasen neu anlegt oder nachsät und ihr vor allem da viel wässern müsst. Und da sind auch diese kleinen, jungen Pflanzen nicht dafür gewappnet und da bekommen die dann relativ schnell diese Krankheiten. Und dann gibt es noch die klassischen Hutpilze, die ihr dann seht und ihr uns E-Mails schreibt, Kommentare schreibt, was man dagegen tun kann. Und die habe ich auch im Rasen und die sind völlig harmlos. Die harmlosen Pilze, die sogenannte Hutpilze, die ich auch im Rasen habe. Ich habe jetzt extra bei mir hier 2 Tage nicht gemäht, damit ich es euch mal zeigen kann. Das ist völlig normal. Also
Ich habe sie im Rasen, Alex hat sie im Rasen und wahrscheinlich auch ihr habt sie im Rasen. Und da habt ihr mehrere Möglichkeiten, um das Problem nicht zu beseitigen, aber einfach um die hässlich wirkende Stelle zu beseitigen. Ihr könnt sie einfach abkicken, so wie ich manchmal, oder einfach täglich oder jeden zweiten Tag einfach drüber mähen und das Thema ist erledigt. Denn diese Pilze, die kriegt ihr definitiv nicht raus aus eurem Rasen. Ihr könnt es auch nicht dezimieren, indem ihr sie ausstecht. Manche empfehlen sie auszustechen. Aber ich bin der Meinung, das bringt nicht viel, weil das, was ihr seht, ist nur die Spitze vom Eisberg. Die sogenannte Fruchtkörper, die seht ihr hier. Und das Pilzmyzel, das ist unten im Rasen drin und das breitet sich oder ist komplett im ganzen Rasen drin. Der ganze Rasen hat ja Pilze, gute, schlechte Pilze im Rasen. Und da müsst ihr einfach dafür sorgen, dass solche Pilze nicht so häufig sichtbar sind. Und da hätte ich gesagt, da gehen wir mal drauf ein. Jetzt ist doch die alles entscheidende Frage, was kann ich tun, um Rasenkrankheiten, um Pilze im Rasen zu verhindern? Verhindern kann ich es nicht, ich kann sie nur vermeiden, nahezu vermeiden, indem ich schaue, dass die Pflegemaßnahme rund um meinen Rasen immer perfekt ist. Da zählen zum Beispiel Dünger dazu. Schaut, dass der Rasen immer gut im Saft steht, im Futter steht und das Gras das ganze Jahr über gut Nährstoff hat. Da am besten an unsere Pflegepläne halten und natürlich auch dafür sorgen, dass ihr regelmäßig lüftet, dass ihr regelmäßig erifiziert, damit einfach Staunässe und generell zu viel Feuchtigkeit vermieden wird. Und Thema Feuchtigkeit, das solltet ihr Acht geben, wenn ihr künstlich wässert, nicht abends wässern, denn Pilze gedeihen am besten mit Feuchtigkeit und mit Wärme. Deswegen solltet ihr morgens wässern, damit das Gras schnellstmöglichst wieder abtrocknet. Das war mal so viel zum Thema Pilze im Rasen. Wie gesagt, ich finde die Hutpilze sehr harmlos. Die machen eurem Rasen gar nichts. Sie sehen nur, sorry, scheiße aus. Schreibt es rein von mal in die Kommentare, was ihr macht, um diese Hutpilze loszuwerden, um sie wegzumachen. Wie gesagt, ich kick sie einfach ab oder ich mähe einfach drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.